Micro Gold Mining, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Spontan am Freitag losgefahren. Ist doch das Geilste, was es gibt für jeden Goldwäscher. Wir sind hier natürlich im Wandergebiet, im Naturschutzgebiet. Wir graben natürlich hier keine tiefen Löcher. Klickt die Glocke an. Das hilft mir sehr. Und ich suche noch andere verrückte Orte raus. Kurzes Update mal zum Kanal. Wie geht's weiter? Dem einen oder anderen fällt es vielleicht auf. Wir haben die Soundtechnik verbessert. Ich habe einen Selfie-Stick besorgt. Wir haben noch eine Actioncam besorgt, damit wir auch die Videos richtig filmen können, damit ihr live dabei seid. Wir werden die ganzen Videos, die wir bisher gedreht haben, Pfanne richtig einarbeiten. Den Blue Table, den Miller Table, den Shaker Table. Das wird alles nochmal neu aufgezeichnet. Mit neuer Videoqualität, mit besserem Sound. Ja, 98 Abonnenten bisher. Danke dafür. Da ist gerade ein Biker entgegengekommen. Und schaut euch mal an, wie herrlich das hier aussieht. Ich hoffe, ihr seht es. Einfach nur ein Traum. Die Blue Bowl schauen wir uns noch mal an. Ich habe ja die neue Silikon Blue Bowl besorgt. So können wir 2 Blue Bowls parallel laufen lassen. Dann Tests machen. Welche Geschwindigkeit ist die beste? Welche Höhe vom inneren Kegel ist die beste? Den Miller Table schauen wir uns noch mal an. Das ist ja ein DIY-Projekt mit einer geschlossenen Kabeltrasse. Einfach eine Schneidebrett-Gummiauflage. Ja. Das wird ein Projekt werden. Die Goldwaschpfanne werden wir noch mal richtig einarbeiten im Video mit Ton, dass ihr das auch alles richtig seht. Genau. Jetzt kommt gleich eine Brücke. Die schauen wir uns mal an. Und dann geht's weiter. Herrlich das Wetter heute. Wir haben hier gefühlt 22, 23 Grad. Und schaut euch das mal an, diese Wassermassen. Absolut crazy. Micro Gold Mining Germany. Pumpe genau erklären, die Riffelmatte genau erklären. Danke nochmal für die ganzen Abos und Likes. Das spornt mich an, weiterzumachen. Top. Ihr seid die Besten. Warum sind wir hier? Wir sind dem Eiszeitgold auf der Spur. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir testen immer an Orten Gold, wo keiner hat vermutet. Mit spezieller Technik, mit einer Feinsiebung, mit einer intensiven Pfannenwaschung. So kriegen wir auch den kleinsten Flitter raus. Und geile Nummer, Leute. Spontane Pfanne vom Badestrand. Bei mir hat es angefangen, vor 15 Jahren war ich in Schweden bei einem Goldwaschkurs in Edelfors. Schönen Gruß an Rolf Gülström. Cooler Typ. Ja, da hatte ich in der ersten Pfanne 0,3 Gramm Nackel drin. Und seitdem bin ich im Goldwaschfieber und nehme euch hier mit auf Reisen an so eine schönen Orte wie hier. Zieht euch das rein. Ein riesiger Fels. Weiter geht's. Wo geht die Reise weiter hin? Auf dem Kanal. Wir waren jetzt in Prag, haben auch festgestellt, da liegt auch so einiges im Boden. Richtig hart, lehmig. Oh, Alter. Wie glitzert es? So richtig. Die Bedrock-Schichten in Prag. Mining. Prag Action Tour Mission 2026. Das heißt, wir werden noch mal einen Einsatz in Prag durchführen. Wir werden noch mal an die Ostsee, wenn wir Glück haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute hier unterwegs zu einem Wasserkraftwerk, ein historisches Wasserkraftwerk mit verschiedenen Wasserfällen und hoffentlich auch ein paar Kiesbänken, wo wir 1, 2 Pfannen waschen können. Also wirklich. Ich will aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ist das geil oder ist das geil? Ich hoffe, das neue Mikro bringt die Leistung. Auch wenn ich hier am Wasserfall stehe, hoffe ich, dass er das gut drin hat. Unvorstellbar. Schön. Einfach nur der Hammer. So, dann machen wir mal ein bisschen Goldwaschanalyse. Tippt mal rein,
wo am meisten Gold liegt. Entweder an dem Stein, an dem Stein oder da hinten. Oder eine ganz andere Stelle. Schreibt mal rein in die Kommentare, würde mich freuen. Eine richtige Kiesbank wäre vielleicht da drüben auf der anderen Stelle, im trockenen Bereich. Da kommen wir jetzt nicht rüber. Nachher soll aber eine Brücke kommen und vielleicht finden wir da auch was. Ihr seht auch hier die Uferkanten von den Wanderwegen. Überall Bedrock. Einfach nur herrlich in Norwegen. Genau hinter diesem großen Stein. 2,5 Zoll, 16.000 Liter Benzinpumpe. Das ist nur mal doof mit dem Einsatz. Aber in Schweden darf man die einsetzen an gewissen Orten. Da wird es dann wahrscheinlich nächstes Jahr ein Video geben. Dieses Jahr, wie gesagt, wenn wir es schaffen, nochmal Prag. Dann, hey, drückt mir die Daumen zur niederländischen Goldraschmeisterschaft. Speedpadding auf Zeit. Polen hat leider nicht geklappt. Polen findet ja aktuell zu diesem Zeitraum statt. War aber kostentechnisch nicht möglich. Deshalb leider in Anführungsstrichen nur Norwegen. Wenn es gut läuft, noch ein bisschen Mikrogolf. So, die Sonne will noch nicht. Abgreifen. Schauen wir mal. Da ist das Zelt. Und jetzt gehen wir mal zum Bach. Granitsteine. Eine Bergwanderung gemacht. Das war keine Wanderung, das war ein Klettereinsatz. Microgold Mining, Leute, unterwegs für euch. Norwegen. Bis dann. Also ohne Scheiß, Leute. In Norwegen unterschätzt die Wanderwege nicht. Unterschätzt die Steigungen nicht. Nehmt euch hier noch Wasser mit. Da drüben ist unser Campingplatz bei den gelben Booten. Und hier nehmen wir jetzt mal eine Handvoll Erde mit. Dann geht die Fahrt. Bis später, Leute. Und genießt den Ausblick. Hier noch zu essen. Telefon auf alle Fälle für einen Notfall. Ihr hört mal öfter Helikopter fliegen. Die Helikopter fliegen nicht aus Langeweile. Die Helikopter fliegen, weil sie irgendwelche Leute aus den Bergen rausholen, die sich überschätzen. Wir wollen ja alle, dass ihr gesund bleibt und den Urlaub genießen könnt. So sieht's aus. Dann werden wir auch nochmal das ganze Brandenburg-Material, das ist alles separiert in Eimern aus den vorherigen Livestreams, aus den vorherigen Videos. Da wird es nochmal ein General Master Cut Video geben, den ganzen Tag. Zeigen wir euch erst, wie die Rinnen richtig aufgestellt werden. Und dann nehmen wir einmal für einmal durch. Mit 3 Cams, mit der Makro-Cam. So, wir nehmen die ganzen Brandenburg-Cuts auseinander. Dann habe ich, wie gesagt, noch 40 Kilo Paydirt aus Schweden circa von meinem Kumpel Kestius bekommen. Danke zum Mitbetreiber von der Goldwasch. Dann haben wir die Brandenburg-Nummer. Vielleicht kommt auch noch mal irgendwas Spontanes dazwischen. Niederlande haben wir angesprochen. Bis zum Warmwerden. Und nächstes Jahr geht es dann auch nach Tschechien zu den europäischen Flusswaschmeisterschaften. Genau, und dann nehmen wir euch alle mit. Cool wäre, wenn ihr ein Like da lasst. 98% der Zuschauer schauen ohne Abo. Zeigt Flagge Männer, Microgold Mining Crew. Und lasst ein Abo da. Tut euch nicht weh, aber hilft mir sehr. Zack.